Wikinger in der Wohnung. Wo ist mein großer Helm? Auf dem Stuhl, neben dem Geschirr. Ich brauche ihn für die Schlacht heute. Gewinn zuerst den Kampf gegen das schmutzige Geschirr. Odin versteht meine Mission. Odin mag diese Küche nicht. Schau, ich habe eine neue Axt. Sie ist zu groß für unseren Flur. Ein echter Krieger braucht eine große Axt. Ein echter Mann putzt den Boden. Das ist kein Blut, nur Farbe. Sie ist auf meinem sauberen Parkett. Das sieht dramatisch aus. Das macht mir später viel Arbeit. Mein Bart sieht jetzt auch mächtig aus. Wie viel hat der Bart gekostet? Nicht viel. Vielleicht 50 €. 50 € für falsche Haare. Das ist ein Premium-Wikinger-Bart. Unser Budget weint jetzt. Ich fahre mit der U-Bahn nach Walhalla. Bitte erschreckt die Leute nicht. Die Leute respektieren einen Krieger. Oder sie rufen schnell die Security. Ich gehe stolz und ruhig. Nimm eine Tasche für die Axt. Gute Idee, kluger Plan. Und spül nach der Schlacht das Geschirr ab. Ich verspreche es nach dem großen Sieg. Dann geh, mein lauter Wikinger. Glänzende Rüstung, leerer Kopf. Meine Rüstung ist zu eng, hilf mir. Bleib ruhig stehen. Ich mache die Riemen zu. Mach sie glänzend, ich will Ruhm. Glanz gewinnt keine Schlacht. Ich werde sie mit meinem Helm blenden. Sie haben viele Soldaten, Herr. Ich habe Mut und eine starke Stimme. Sie haben viele Leute und gute Pläne. Ich rufe Angriff. Und wir gewinnen. Das ist kein guter Plan. Ehre heißt, besonders mutig zu wirken. Ehre heißt auch, zuerst zu denken. Ist mein Schwert scharf genug? Ja, ich habe es geschärft. Gut, ich fühle mich wie ein Held. Weißt du überhaupt, wohin du gehst? Nach vorne, natürlich. Nach vorne wohin genau? Ich habe die Richtung vergessen. Der Feind ist links. Links, ja, das wusste ich. Bitte stolper nicht über deinen Umhang. Mein Umhang gehört zum Stil. Stil hilft nicht gegen das Stürzen. Ich fühle mich stark und bereit. Ich gebe dir jetzt einen kleinen Schubs. Hey, ich bin fast gefallen. Jetzt geh, sei mutig, aber vorsichtig. Angriff. Der Ruhm wartet. Und ich bleibe hier, ganz vernünftig. Ritter und die moderne Frau. Gnädige Dame, ich werde dich retten. Wovor genau willst du mich retten? Vor dieser langen Schlange für Kaffee. Ich kann allein in der Schlange stehen. Aber ich muss Mut zeigen. Hier braucht man keinen Mut. Ich kämpfe für dich gegen die Leute. Bitte kämpf nicht mit Leuten. In meiner Zeit helfen Ritter den Damen. In meiner Zeit helfen wir uns selbst. Was ist dann meine Aufgabe? Sei einfach freundlich.
Ich kann deine schwere Tasche tragen. Ich trage meine Tasche selbst. Drachen waren einfacher. Drachen sind kein Alltagsproblem. Wie bekommen Ritter heute Ehre? Hör zuerst zu. Zuhören fühlt sich nicht so heldenhaft an. Respekt kann auch mutig sein. Soll ich die Tür öffnen? Das ist gut und einfach. Gut, eine kleine Aufgabe für heute. Siehst du, moderne Heldenskills. Die Schlange geht schnell. Ja, kein Kampf nötig. Mein Schwert ist hier nutzlos. Vielleicht schneid damit Kuchen. Ein Ritter, der Dessert serviert. Das ist echter Fortschritt. Die beste Axt. Schau meine Axt an, sehr scharf. Meine alte Axt ist schärfer. Meine hat Runen für Glück. Meine hat echte Kampfspuren. Dieser Stahl kommt aus fernen Ländern. Mein Stahl hat viele Schilde gebrochen. Ich schneide Holz mit einem Schlag. Ich schneide 2 Stück Holz auf einmal. Ich habe letztes Jahr gegen einen Riesen gekämpft. Ich habe 2 Riesen vor dem Mittag besiegt. Meine Axt glänzt wie Silber. Meine sieht nicht schön aus, aber sie funktioniert. Die Axt liegt perfekt in meiner Hand. Das Gewicht gibt Kraft beim Schlag. Probier diese Axt, fühl den Griff. Sie fühlt sich zu sauber und weich an. Deine Axt sieht sehr alt aus. Alte Werkzeuge kennen viele Tricks. Kann sie dieses große Holz schneiden? Schau zu und lern, junger Krieger. Nicht schlecht, aber langsam. Du bist dran. Zeig dein Können. Ich schlage schnell und stark. Gut, aber das Holz steht noch. Vielleicht sind beide Äxte gut. Vielleicht sind die Hände wichtiger. Und ein starker Arm hilft auch. Und gutes Fleisch zum Abendessen. Ja, Essen gibt echte Kraft. Lass uns essen und aufhören zu streiten. Der faule Drache. Für den König, ich greife dich an. Bitte mach die Tür zu, es ist kalt. Warum spuckst du kein Feuer? Ich bin beschäftigt mit diesem Rätsel. Du liest im Kampf? Es ist ein Kreuzworträtsel, sehr schwer. Ich bin für einen großen Kampf gekommen. Ich kann dir Tee anbieten. Tee? Ich habe ein Schwert. Schwerter machen viel Chaos. Drachen müssen gegen Ritter kämpfen. Diese Regel ist sehr alt. Und du nimmst Prinzessinnen. Schlechtes Geschäft, zu viele Steuern. Du machst alle Heldengeschichten kaputt. Geschichten brauchen neue Ideen. Ich kann jetzt mein Schwert schwingen. Bitte schlag nicht auf den Tisch. Ich brauche Ruhm und Ehre. Probier Ruhe und saubere Rüstung. Mein Schild ist sehr glänzend. Gut, bleib so. Also kein Kampf heute? Wir nennen es ein Unentschieden. Ein heroisches Unentschieden klingt gut. Mit Tee und Keksen.
Das ist ein seltsamer Sieg. Der beste Sieg. Kein Schaden. Lass uns später zum Markt gehen. Ja, ich will frischen Honig. Zwerg und Elf im Wald. Elf, du hast den Weg wieder verloren. Zwerg, deine Schritte machen alle Vögel weg. Meine Schritte sind stark und stolz. Sie sind laut und sehr langsam. Ich folge der Karte genau. Du hältst sie falsch herum. Ich sehe 3 Bäume wie auf der Karte. Hier sind viele Bäume. Deine langen Ohren hören nichts Wichtiges. Deine kurzen Beine sehen nicht weit. Unsere Völker haben lange gekämpft. Heute teilen wir ein Sandwich. Gib mir die Hälfte mit Wurst. Gut, Frieden für eine Mahlzeit. Ich glaube, Orks sind in der Nähe. Das sind nur andere Leute. Meine Füße tun in diesen Stiefeln weh. Meine Schuhe tun auch sehr weh. Der Kompass zeigt in diese Richtung. Mein Gefühl sagt die andere Richtung. Ich vertraue dem Kompass mehr. Ich vertraue meinem alten Gefühl. Wir laufen wieder im Kreis. Schau, ich sehe Lichter vorne. Vielleicht ein Dorf. Oder Autos vom Parkplatz. Lass uns jetzt Frieden machen. Bis wir einen sicheren Ort finden. Die Ehre bleibt, aber wir gehen nach Hause. Ja, auch Helden brauchen Ruhe. Wikinger wegen. Schau, ich habe heute frisches Fleisch. Ich esse das nicht mehr. Was? Bist du krank oder müde? Thor hat mit mir im Traum gesprochen. Thor sagt, kein Fleisch für dich? Ja, jetzt nur Rüben und Gemüse. Das ist kein Essen für Krieger. Das ist gut für den Geist. Wie willst du Dörfer angreifen? Mit ruhigem Kopf und schnellen Füßen. Fleisch gibt Kraft für den Kampf. Pflanzen geben saubere Energie. Das klingt sehr komisch für mich. Probier diese Suppe aus Wurzeln. Das riecht nicht wie ein Sieg. Es riecht wie ein neuer Weg. Nimmt Valhalla dich jetzt? Ich hoffe, Sie haben auch Gemüse. Ein Fest ohne Fleisch? Unmöglich. Vielleicht brauchen Sie ein neues Menü. Andere Krieger werden lachen. Sollen Sie lachen, ich bleibe stark. Kannst du noch die Axt schwingen? Ja, vielleicht sogar besser. Ich schaue deinen nächsten Kampf. Und ich teile meine Suppe. Vielleicht ein Bissen, nur zum Probieren. Gut, kleine Schritte für große Veränderung. Wenn ich schwach werde, bist du schuld. Wenn du stark wirst, dankst du Thor. Edle Ritter auf der Straße. Halt, Herr! Diese Straße ist meine. Nein, edler Ritter, ich gehe zuerst. Ich bin sehr edel, siehst du. Ich bin auch sehr edel, Herr. Meine Familie ist alt und groß. Meine Familie ist noch älter und größer. Ich habe 3 Damen gerettet.
Ich habe 5 gerettet und eine Katze. Ich bin still und bete viel. Ich kämpfe mit meinem Schwert gegen Riesen. Riesen? Bist du sicher, Herr? Also, einer war ein sehr großer Mann. Das klingt jetzt weniger mutig. Trotzdem mutig, er hatte starke Arme. Ich habe 10 Lanzen gebrochen. Ich habe 12 gebrochen, vielleicht mehr. Mein Herz ist rein und gut. Mein Herz ist auch sehr rein. Warum blockierst du dann meinen Weg? Weil du auch meinen Weg blockierst. Unsere Rüstung sieht gleich aus. Und unsere Pferde sehen sehr müde aus. Vielleicht sind wir beide sehr stolz. Ja, und ein bisschen albern. Lass uns heute nicht kämpfen. Ja, lass uns die Hände schütteln, Freund. Du gehst zuerst, edler Ritter. Nein, du gehst zuerst, edler Freund. Wir gehen zusammen Seite an Seite. Gute Idee, weniger reden, mehr reiten.